Kommen wir oder bleiben wir bei Missständen im Prinzip, liebe Birte Meier, der Gender Pay Gap. Das ist nämlich das Thema, womit Sie sich befasst haben, preisgekrönte Journalistin. Sie haben ja bis vor kurzem als ZDF-Redakteurin für Frontal 21 unglaublich viel Investigatives gemacht, hintergründige Politikbeiträge, Digitalisierung, Globalisierung, Demokratie, der Wandel der Marktwirtschaft, das sind Ihre Themen, aber eben auch der Gender Pay Gap. Und der beträgt ja, und da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen die Zahlen auseinanderdröseln, glaube ich, weil das immer noch nicht jedem einleuchtet. Angepasst in Deutschland 6%, unangepasst 18%. Können Sie uns kurz auseinanderdröseln, wie es zu diesen doch sehr unterschiedlichen Zahlen und was es mit dieser Anpassung auf sich hat? Ja, es gibt, der Gender Pay Gap bzw. die Lohnlücke kommt in zwei Sorten daher. Wenn ich die Löhne aller Frauen und aller Männer zusammenrechne und den Durchschnitt bilde, dann habe ich eine Differenz pro Stunde, also pro Zeiteinheit von 18%. Das ist aber nicht das Äquivalent von Lohndiskriminierung, weshalb viele dann immer darauf verweisen, da muss man ja jetzt rausrechnen, dass die Frauen tendenziell eher, ich überspitze das mal, Krankenschwestern werden und die Männer Manager. Auch diese 6% geben eigentlich nicht wieder, was Lohndiskriminierung, was ja eigentlich der interessante Teil an dieser Lohnlücke ist, nämlich der Rechtsanspruch auf Equal Pay wiedergibt. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann sehen wir, dass nicht enthalten sind in diesen 6%, dass natürlich Frauen, die in weiblich dominierten Berufsfeldern unterwegs sind, strukturell schlechter bezahlen, eben weil sie in weiblich dominierten Berufen unterwegs sind. Wenn man das mit reinrechnet, ist man Pi mal Daumen bei 10%. Insgesamt finde ich diese Diskussion um die Lohnlücke per se erstmal relativ langweilig, denn da sagen diese Zahlen nicht so viel aus, weil das immer aggregierte Zahlen sind, wo sehr viel mit anderes mit reinspringt. Das möglicherweise ist langweilig, aber nicht langweilig genug, als dass Sie nicht gesagt hätten, dieses Thema möchte ich erforschen. Und zwar Equal Pay möchte ich erforschen, Equal Pay. Ja. Die aggregierten Zahlen, ja, ganz genau. Was mich interessiert hat, ist, was kann Deutschland lernen von Kalifornien, was genau Equal Pay angeht, nämlich den Rechtsanspruch auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Das bedeutet, eine Frau darf nicht schlechter bezahlt werden als ein Mann und vice versa, wenn die Tätigkeit gleich oder gleichwertig ist, es sei denn, es gibt einen sachlichen Grund dafür. Was können wir denn aus Kalifornien lernen? Und Sie haben jetzt wahrscheinlich bewusst Kalifornien und nicht USA gesagt, oder? Die USA sind auch schon deutlich besser als Deutschland. Dazu gehört nicht viel, selbst Belgien ist besser als Deutschland. Kalifornien hat 2015 das Gesetz nachgeschärft, was es auch vorher schon gab, und schärft dieses Gesetz nochmal jedes Jahr nach, sodass die Möglichkeit von Frauen vor Gericht einzuklagen, dass sie einen gleichen Lohn erhalten, erheblich gestiegen sind. Und das incentiviert dann die Unternehmen von vornherein vorzubeugen und zu sagen, will ich mich jetzt diesem Rechtsrisiko aussetzen, müsste ich jetzt eigentlich Rückstellungen bilden, etc. pp. Da schaue ich doch selber mal besser hin und lasse mich zertifizieren und schaue, ob bei mir alles in Ordnung ist. Sie haben auch Gerichtsakten von amerikanischen Equal Pay Prozessen ausgewertet. Sie sind übrigens auch, das muss man ja auch dazu sagen, hierzulande vor das Bundesverfassungsgericht gezogen, um für gleichen Lohn von Frauen und Männern zu kämpfen. Dann haben Sie ja unterschiedliche ProtagonistInnen gesprochen, Anwältinnen und Personalberaterinnen, Wissenschaftlerinnen. Lassen sich denn einige Sachen tatsächlich 1:1 auch auf Deutschland theoretisch übertragen, wenn wir sozusagen noch im Dinosaurier-Ursteinzeitalter hier hocken? Ja, kann man selbstverständlich. Es gibt ein entscheidendes Element, was einfach im deutschen Rechtssystem so nicht existiert, das ist die Sammelklage. Also wenn mehrere Frauen bei Google Alphabet, die haben sich jetzt gerade geeinigt, war das der Fall bei relativ vielen dasselbe Anliegen haben und eine vergleichbare Ausgangssituation, dann können die sich zusammenschließen und das macht so eine Klage natürlich unglaublich viel druckvoller, weil unglaublich viel teurer. Das haben wir nicht und das wäre, glaube ich, auch nicht so einfach 1:1 übertragen. Verschwiegenheitsklauseln in den Verträgen, die Gehälter betreffen, sind verboten. In Deutschland haben wir die relativ häufig, so allgemeine Geheimhaltungspflichten, die halten dann die Leute davon ab, dass sie sich über ihre Gehälter austauschen. Das kann man natürlich verbieten, ist ja ganz einfach. Was auch verboten ist im Vorstellungsgespräch nach dem vorherigen Gehalt der Bewerber und Bewerberinnen zu fragen. Die Logik ist, wenn Männer mehr verdienen als Frauen, ist ein Jobwechsel eine der wenigen Möglichkeiten, tatsächlich ein Gehalt anzuheben. Wenn sich aber das zukünftige Gehalt immer nach dem vorherigen richtet, funktioniert das ja nicht. Kommen wir auch nicht weiter. Kommen wir nicht weiter. So.
Deswegen abschließend auch meine Frage, Birte Meier, wie optimistisch sind Sie denn, dass sich da wirklich in absehbarer Zeit, es ist ja nicht erst seit gestern in aller Munde, dann doch, ne, in gewissen Kreisen zumindest, dass sich auch hierzulande da ein bisschen was bewegt? Naja, definiere absehbar. Also dafür, dass wir seit Sie haben gehört, 2023 soll das Buch fertig sein über die Legitimität. Wie ist es damit, mit dem Equal Pay? Ich kann ja sagen, was konkret geplant Ja, das ist. Manuskript soll abgegeben Das werden. Manuskript, das dauert ja noch. Moment. Im Koalitionsvertrag der Ampel steht drin, und so viele Jahre hat sie ja jetzt nicht mehr, dass die sogenannte Prozessstandschaft bei Equal Pay Klagen, also bei Klagen nach dem Entgelttransparenz eingeführt werden soll. Das ist auch schon seit 20 Jahren im Gespräch, aber sei es drum, jetzt steht es mal im Koalitionsvertrag. Auf EU-Ebene ist im April, meine ich, die Lohntransparenzrichtlinie mit einem sehr, sehr starken Mandat vom Parlament verabschiedet worden. Die ist jetzt im Trilog. Also nicht nur werden die Rechte von Frauen gestärkt, es sind Sanktionen für Unternehmen vorgesehen, es wird also teuer und es ist ein innerbetrieblicher Lösungsmechanismus vorgesehen, wenn die internen Pay Gaps zu hoch sind. Das müsste bis 2024 durch sein. Dann gibt es noch mal 2 Jahre, bis ein deutsches Gesetz umgesetzt werden würde, also die Gesetze der Mitgliedstaaten. Das ist jetzt nicht übermorgen, aber es ist in den Zeitschritten, in denen wir bislang Fortschritte vorzuweisen haben auf diesem Thema, nämlich über Jahrzehnte eigentlich gar nicht, ist das schon eine ziemliche Rakete. Und Sie helfen mit, dass diese Rakete tatsächlich dann auch mal abhebt. Herzlichen Dank dafür, Birte Meier. Vielen Dank.